Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für einen leckeren Rhabarber-Streuselkuchen. Dafür habe ich hier als erstes ca. 800 Gramm frischen Rhabarber. Zunächst gründlich putzen, dann die holzigen Enden sowie die Blätter abschneiden und den Rhabarber jetzt schälen. Ein Küchenmesser am unteren Ende der Stange ansetzen, unter die Schale schieben und in langen Streifen nach oben hin abziehen. Wenn das erledigt ist, die Stangen mit einem Messer in mundgerechte Stücke schneiden und die Rhabarberstücke dann in eine große Rührschüssel geben, einen gehäuften Esslöffel Zucker dazugeben, alles einmal kurz miteinander vermengen bzw. vermischen und bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Teig. Dafür zunächst alle trockenen Zutaten in eine Rührschüssel geben, 500 Gramm Weizenmehl 405er, hier ein Päckchen Backpulver und Vanillezucker und zum Schluss noch 200 Gramm Zucker. Anschließend alles einmal gut vermischen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu: ein mittelgroßes Ei, 250 Gramm kalte Butter, die habe ich vorher in kleine Würfel geschnitten, und jetzt alles mit den Händen kräftig miteinander verkneten. Das dauert ungefähr 4 bis 5 Minuten. Immer schön weiterkneten, bis daraus ein krümeliger Streuselteig entstanden ist. So sollte der Teig aussehen. Jetzt brauchen wir eine 26er Springform. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgelegt. Ihr könnt die Form aber auch einfetten. Zunächst jetzt etwa 2/3 des Streuselteigs in die Backform geben, den Teig am Boden und ein wenig den Rand hoch in der Backform andrücken. Danach die Rhabarberstücke in die Backform geben, gleichmäßig darin verteilen und zum Schluss den restlichen Teig als Streusel oben drüber streuen. Dann sind wir damit auch schon fertig. So sieht der fertige Rhabarber-Streuselkuchen dann aus. Jetzt kommt die Backform in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 50 Minuten, so lange bis die Streusel eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben. Den fertigen Rhabarber-Streuselkuchen anschließend aus dem Ofen holen, kurz in der Backform abkühlen lassen. Dann können wir die Springform lösen, den Kuchen nahezu komplett auskühlen lassen und am besten noch lauwarm servieren. Dafür mit einem Messer in Stücke schneiden, den Rhabarber-Streuselkuchen auf Tellern verteilen. Dazu passt natürlich geschlagene Sahne. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken, bis zum nächsten Mal.